Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Tutorial. Ich bin Aline und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Video schauen wir uns die sogenannten Verlagslisten auf Alango an. Verlagslisten sind vorgefertigte Listen unserer Redaktionen, die Ihnen bei Ihrem Unterricht helfen sollen. Es ist ein kostenloses Zusatzmaterial zu ausgewählten Lehrwerken auf Alango und ich zeige Ihnen in diesem Video, wo und wie Sie diese aufrufen können und was Sie darin entdecken können. Viel Spaß dabei! Die Verlagslisten enthalten weitere kostenfreie Übungen, didaktische Hinweise oder weiterführende Links passgenau zu den Lektionen des Lehrwerks. Je nach Lehrwerk und Niveaustufe unterscheiden sich die Angebote. Unter diesem Video finden Sie eine Liste der Lehrwerke, zu denen es Verlagslisten gibt. Um zu den Listen zu gelangen, wählen Sie auf Alango Ihr Lehrwerk aus und klicken unter Medieninhalte auf den ersten Seiten des Kursbuchs auf Verlagsliste. Wir sehen uns einmal die Liste zu Netzwerk neu A1 an. Die Liste öffnet sich. Sie finden dort didaktische Hinweise oder weiterführende Links passgenau zu den Lektionen des Lehrwerks. Diese Funktion können Sie und Ihre Lernenden ohne Login nutzen. Wenn Sie die Liste speichern, teilen oder nach Ihren Wünschen verändern möchten, zum Beispiel andere Links hinzufügen, müssen Sie sich zunächst mit Ihren Daten von klett-sprachen.de einloggen oder einen Account erstellen. Kopieren Sie anschließend die bestehende Verlagsliste. Sie steht dann unter Meine Listen unter dem Reiter Bearbeiten zur Verfügung. Mit einem Klick auf die Liste öffnet sich diese und Sie können beliebig viele Einträge hinzufügen oder die bisherigen Links verändern oder auch löschen. Wie Sie die Listen nun auch mit anderen teilen können, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Da die Verlagslisten Weblinks beziehen, müssen sie während der Verwendung online sein, um diese öffnen zu können. Die Verlagsliste zu Meta Professional Plus A1 bis A2 unterstützt Ihre Lernenden beim Selbstlernen im Blended Learning Szenario. In Kombination mit einem weiterführenden Link erhalten die Lernenden Rechercheaufträge, die sie beim Spracherwerb für den Beruf unterstützen. Ähnlich sind die Verlagslisten zu OnPoint aufgebaut. Ihre Lernenden finden dort verschiedene Artikel, Videos und Podcasts passend zu ihrem Lernstand und den Inhalten der Lektionen. Nach der Lektüre oder dem Ansehen des Videos können die Lernenden Fragen zum Inhalt beantworten. So wird das Lese- und Hörverstehen mit authentischen Inhalten entwickelt. Sie erhalten Hinweise zu Verlagslisten via Newsletter, in einem Online-Seminar oder über einen anderen Kommunikationskanal des Verlags. Wir wünschen Ihnen und Ihren Lernenden viel Erfolg beim Einsatz der Listen.